Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger die Double Pistol Mag Pouch MK3. Wir haben es euch schon auf den diesjährigen Messen wie IWA und Enforce-Tech kurz mal angeteasert, dass es von TT jede Menge neue Taschen gibt. Haben die auch teilweise schon vorgestellt. Schaut gerne mal auf unserem Kanal, sucht einfach nach Tasmanian Tiger und dann werdet ihr finden, was wir da schon alles vorgestellt haben. Und stellvertretend für die Magazintaschen haben wir für euch einmal die Double Pistol Mag Pouch, also die Doppelmagazintasche. Mit dabei gibt es natürlich auch nochmal als Single-Variante für ein Magazin und auch nochmal für Rifle, was wir euch auch nochmal vorstellen werden, jeweils auch mit Flap oder mit Bungee-Ausführung. Tasmanian Tiger hat schon jede Menge andere Magazintaschen im Sortiment, das heißt, ihr werdet dort auf jeden Fall fündig. Das heißt nicht, dass jetzt, wenn die neuen Taschen kommen, alle anderen Taschen abgekündigt werden. Teilweise ist es so, es werden Modelle ausgetauscht, es werden Modelle erweitert und das finden wir tatsächlich auch gut, denn Entwicklung ist immer wichtig und Stillstand ist der Tod und hier geht man definitiv den richtigen Weg. Schauen wir uns ganz kurz mal die Specs noch an, bevor wir uns die Tasche im Detail anschauen. Je nachdem, welche Farbe ihr oder welches Tarnmuster ihr euch auswählt, habt ihr unterschiedliche Materialien, entweder 500 oder 700D Cordura. Es gibt Coyote, Oliv und Schwarz. Dann kommt noch Multicam dazu, da freuen wir uns sehr drüber, weil viele unserer Zuschauer immer danach fragen, dass bitte doch auch mal die Sachen wieder in Multicam kommen. Hier die Taschen kommen in Multicam und hier in der Hand halte ich nochmal Steingrau Oliv mit IRR-Schutz. Hier seht ihr eingeblendet einmal die IRR-Werte und das entspricht auch der Bundeswehr TL, ebenfalls hier eingeblendet. Die Double-Variante fasst 2 Pistolenmagazine oder aber natürlich auch Tools. Ich habe jetzt hier in der Variante, die ich in der Hand halte, auch mal extra Überlängenmagazine reingepackt mit 17 anstatt 15 Schuss. Da seht ihr hier, mit dem Boden wird es dann schon eng mit dem Klettverschluss, denn die Lasche ist nicht verschließbar, nicht verstellbar von der Höhe. Die ist fest vernäht, aber ihr seht, sie fasst noch und hat ungefähr einen Zentimeter noch Platz, um den Klett hier zu halten. Also es hält und es geht auch nicht versehentlich auf, aber es ist dann schon mit langen Magazinen eng. Das heißt, mit einem regulären Magazin ist es natürlich überhaupt kein Problem. Das ist dann von der Länge her, sieht das so aus. Und da ist die Flap dann auch tatsächlich bis ganz nach unten. Die Flap hat hier nochmal ein kleines Stück umgenähtes Cordura zum besseren Greifen unterhalb des Kletts, ungefähr 1 Zentimeter. Und falls euch das nicht reicht, könnt ihr hier, weil das hier dann wie eine Lasche ausgeführt ist, könnt ihr natürlich hier auch eine Schlaufe Paracord durchführen, um dann damit die Tasche zu öffnen, wenn ihr das wollt. Selbstverständlich könnt ihr die Lasche auch hier in die Tasche hineinstecken und dann das Magazin davor setzen, um so eben auch nochmal einen Schnellzugriff zu gewährleisten. Für den Wasserablauf habt ihr unten das Cordura ausgelasert, also keine gesetzte Öse, sondern ein reines Loch, um hier den Wasserablauf zu gewährleisten. Und ganz wichtig, eins der wichtigsten Features überhaupt jetzt bei den neuen Taschen ist, ihr habt ungefähr 1,5 bis 2 Zentimeter im oberen Bereich eine Verstärkung eingearbeitet, die die Tasche offen hält. Das heißt, ihr könnt hier jederzeit auch die Magazine problemlos wieder zurückstecken, ohne dass es fummelig wird. Die Tasche fällt nicht in sich zusammen, sondern wird immer aufgehalten. Ebenfalls ein sehr cooles Feature, was nicht viele Doppelpistolen-Magazintaschen haben. Die bauen dann eher so, dass sie möglichst nah beieinander sind. Die Tasche ist vom Aufbau her durch die Versteifung oben schon so ein bisschen wie ein W geformt. Seht ihr hier schon ganz gut. Und dadurch hat man auch überhaupt keine Probleme, wenn ich jetzt 2 Magazine mit dem Schuh in dieselbe Richtung hineinpacke. Seht ihr hier? Das passt wunderbar. Ich kann beide noch super greifen. Sie stoßen nicht aneinander an und ich muss nicht, wie man das bei manchen anderen Magazintaschen macht, das Ganze so transportieren und habe dann eben vielleicht im Stress das Magazin genau falsch rum, wie ich es eigentlich haben will. Und so würde es dann überhaupt nicht passen. Bei denen hier passt es zufälligerweise, aber es gibt eben Magazintaschen, wo genau da das dann ein Problem gibt und das nicht passt. Das hat man hier sehr schön gelöst. Auch bei der Montage hat sich was geändert. Und zwar habt ihr hier neben dem, das heißt, ist gleich geblieben, kennt man von anderen TT-Taschen schon, zuerst einmal hier die Einfädler aus dem Hyperlon-Laminat, was das Ganze wunderbar fest macht, aber auch leicht und nimmt überhaupt kein Wasser auf. Am Ende hier eine Einfädelhilfe.
mit einem Griff. Und dann hier die PAL-Schlaufen sind so ausgeführt, dass ihr eine reguläre PAL-Schlaufe habt und die zweite ist nochmal halbiert. Was bedeutet, ich kann das Ganze nicht nur an einem ganz normalen Mollebelt, wie ihr ihn hier seht, montieren und das Ganze dann da so befestigen, sondern ich kann das auch hier an einem ganz normalen 45 mm Gurt befestigen. Das ist natürlich eine coole Sache. Ich mache das einmal ab, dann könnt ihr euch das im Detail anschauen. Hier seht ihr jetzt, ist die erste Schlaufe übersprungen worden. Das heißt, ich halte die mal neben dran, dann sieht man das noch besser. Wir haben hier die erste PAL-Schlaufe einfach übersprungen und sind hier in den ersten Schlitz darunter gegangen und dann direkt wieder raus und haben das Ganze dann von unten gegengesichert. Ich fädel einmal aus, dann könnt ihr das gut sehen. Hier ist die Einfädelhilfe, hier ist der untere Schlitz und dadurch habe ich hier die perfekte Breite, um die in der neueren Zeit verwendeten Einsatzgürtel mit 45 mm Breite abzudecken, habe ich hier direkt die Tasche am Gürtel montiert und muss nicht mehr irgendwas bauen oder mit irgendwelchen Adaptern arbeiten, um solche Magazintaschen auch da nutzen zu können. Das ist wirklich eine coole Neuerung, die uns sehr gut gefällt. Natürlich kann man auch neben Pistolenmagazinen andere Gegenstände, die in ähnlicher Form sind, unterbringen. Üblicherweise oder typischerweise kommen hier Tools ins Gedächtnis. Hier habe ich zum Beispiel ein Gerber Flick und das ist vom Design her ja so, dass die Zange nach oben herausgefahren wird und dadurch hier das Ganze etwas breiter ist an der Seite. Da seht ihr, haben wir hier schon ein Limit. Müssen wir hier ein bisschen vorbeidrücken. Es geht rein, ne, aber es ist limitiert und vor allem, ihr habt es gerade eben gehört, beim Rausziehen hat sich hier die Zange dann schon gelöst. Ist vielleicht sogar kein Bug, sondern ein Feature. Ne? Das heißt, ich habe das Multitool drin und ziehe es raus und habe direkt meine Zange mitgezogen. Also Gerber Flick kaufen. Dann habt ihr hier das perfekte Tool für diese Tasche, wenn ihr direkt eure Zange, das wiederhole genau, das ist voll gut. Ja, aber ansonsten natürlich jedes normale Multitool, das eben nicht diese seitlichen Aussparungen hat, das passt hier ohne Probleme rein und lässt sich dann auch ziehen und profitiert natürlich dann auch von der Versteifung beim Wiedereinsetzen und von der Flappe zur Sicherung. Perfekte Tasche für Magazine oder für das Gerber Flick. Ja, das bringt uns auch schon zum Fazit der TT Double Mag Pouch MK3 beziehungsweise natürlich auch allen anderen Taschen von der Tasmanian Tiger MK3 Serie, die ebenfalls gleich aufgebaut sind, zum Beispiel die Single Pistol Mag Pouch. Das sind sehr, sehr coole Taschen, Preis-Leistung absolut top, da kann man nichts sagen, so günstig kriegt ihr kaum Pistolen oder Rifle Mag Pouches am Markt wie bei TT. Verarbeitung ist hochwertig und die Robustheit hat sich auch schon in den Jahren bewährt. Da kann man nicht drüber meckern. Ihr bekommt die TT Double Mag Pouch MK3 und natürlich auch die anderen Magazintaschen von Tasmanian Tiger überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Welche Mag Pouches nutzt ihr für eure Pistolenmagazine oder Multitools? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, da sind wir immer offen für Neues. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr TT-Produkte benutzt. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye bye.